In dieser Episode der CSS-Selektoren-Serie beschäftigen wir uns mit Status-Pseudoklassen. Ahoi beim WebDevLab! Willkommen zum 4. Teil dieser kleinen Videoserie über CSS-Selektoren. Mach die DevTools auf, starte deinen Editor, wir legen los. Und zwar mit Links. Mit der Pseudoklasse AnyLink erwischst du alle Elemente mit einem href-Attribut. Das können A- und Area-Tags sein. Mit Link greifst du auf dieselben Elemente zu, solange sie noch nicht vom User angeklickt wurden. Die Links also noch nicht besucht worden sind. Sobald sie besucht wurden, kannst du diese Links mit der Pseudoklasse Visited auswählen. Im Visited-Status bist du eingeschränkt, welche Styles du anpassen kannst. Das liegt daran, dass man ein Tracking der User vermeiden möchte. Die Pseudoklasse Target selektiert Elemente, auf die mittels Fragment-URL verlinkt wurde. Hat ein Element eine ID und wird diese an die URL mit einer Raute angehängt, so springt der Browser automatisch zu diesem Element. Mit Target kannst du es selektieren und stylen. Interaktion. Wenn User mit deiner Seite interagieren, kannst du das zum Teil auch im CSS auswählen. Mit Hover greift ein Selektor, wenn ein User mit dem Mauszeiger über einem Element ist. Dabei solltest du bedenken, dass auf Mobilgeräten in der Regel kein Hover möglich ist. Hier brauchst du also eine alternative Interaktionsmöglichkeit. Die Pseudoklasse Active trifft zu, wenn ein User klickt. Das funktioniert nicht nur bei Elementen wie Links oder Buttons, sondern auch bei anderen Elementen wie normalen Textabsätzen. Du kannst beispielsweise den Hintergrund einfärben, während ein User auf den Text klickt. Das ist allerdings mehr verwirrend als hilfreich, du solltest Active daher nur in Kontexten verwenden, wenn auch tatsächlich etwas aktiviert wird. Wenn ein User ein Element anklickt, mit dem interagiert werden kann, oder mit der Tab-Taste durch die Elemente der Seite navigiert, haben Elemente einen Fokus. Im CSS kannst du solche fokussierten Elemente mit der Pseudoklasse Focus auswählen. Du solltest niemals den Focus-Style des Browsers vollständig entfernen, da er für Menschen, die deine Seite mit der Tastatur bedienen, der einzige Hinweis ist, wo sie sich gerade befinden. Mit der Pseudoklasse Focus Visible kannst du das Styling nur bei Tastaturnavigation setzen. Die dritte Focus-Pseudoklasse ist Focus Within. Sie lässt dich Elemente selektieren, die selbst den Fokus haben oder Elternelemente von gerade fokussierten Elementen sind. Hat beispielsweise ein Input-Element in einem Formular den Fokus, dann kannst du das Form-Element mit Focus Within auswählen. Das kann nützlich sein, um eine Gruppe hervorzuheben, wenn ein User in diesem Element gerade interagiert. Eingaben. In Formularelementen können User Eingaben vornehmen und du kannst mit Pseudoklassen darauf reagieren. Ist eine Checkbox angewählt, selektierst du sie mit Checked. Wurde ein Formularelement mit dem Disabled-Attribut deaktiviert, dann hilft dir die Pseudoklasse Disabled, um es zu stylen. Kann ein User mit dem Element interagieren, dann steht dir Enabled zur Verfügung. Enabled ist aber auch der Normalzustand von Formularelementen, weshalb du diese Pseudoklasse nicht für normales Styling verwenden musst. Mit Placeholder Shown greifst du auf Elemente zu, die aktuell einen Placeholder-Text anzeigen. Hast du Formularelemente, bei denen du nur bestimmte Inhalte zulassen möchtest, kannst du auf korrekt oder falsch ausgefüllte Elemente zugreifen und ihr Styling anpassen. Beispielsweise bei einem Input-Type-E-Mail-Element kannst du mit der Pseudoklasse Valid Styling vornehmen, wenn die User-Eingabe eine korrekte E-Mail-Adresse ist. Invalid dann entsprechend bei einer falschen Eingabe. Sind Bereiche als valide Eingabe möglich, die du mit Min- und Max-Attributen festlegst, kannst du mittels In-Range und Out-of-Range auf korrekte oder falsche Eingaben kontrollieren. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du hast etwas gelernt. Dann lass gerne ein Like da. Hast du Anmerkungen, dann hinterlass mir einen Kommentar. Hier geht's die Woche über noch weiter mit Videos zu CSS-Selektoren. Abonnier doch den Kanal, um keins davon zu verpassen. Bis dahin, Happy Coding und tschüss tschüss!